Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei Cargold bei einem weiteren Film. Ich kann euch heute hier ein ganz besonderes Auto zeigen, und zwar ein Mercedes-Benz Cabriolet aus dem Jahr 1938. Was deshalb ganz besonders ist, weil er diesen wunderschönen langen Radstand hat. Es gibt nur sehr, sehr wenige von diesem Fahrzeug. Ich kenne sehr viel zu dem Auto, ich kenne die gesamte Historie von dem Wagen. Da gibt es nur ein kleines Problem, und das haben diese Autos alle. Es ist nämlich in End-30er Jahren, als der Krieg losging, 1940, 1941, als dann bombardiert wurde, sind die ganzen Unterlagen zum 320 Cabriolet verbrannt im Werk Mannheim. Da sind die nämlich produziert, die kamen nicht aus Sindelfingen, sondern aus Mannheim, und dadurch kann man bei fast keinem Auto wirklich verifizieren, ob der nun wirklich ganz echt ist oder nicht. Und es gibt im Moment doch mehrere Karossiers, ob in Polen oder Ungarn oder anderen Ländern, wo die gerne nachproduziert werden, gerne nachgebaut werden. Bei unserem Auto ist das etwas anderes. Dieses Mercedes 320a Cabriolet ist vor ca. 30 Jahren restauriert worden von jemandem, der im MVC, das ist der Mercedes Veteranenclub, eine ganz bekannte Persönlichkeit war. Der Herr lebt leider nicht mehr, aber er hat Jahre um Jahre gebraucht, das weiß ich von anderen Kunden von uns, bis dieses Fahrzeug im Detail fertig war. Und wenn man sich überlegt, dass der Wagen vor 30 Jahren restauriert wurde, und das zeigt vielleicht mal Paul, und befindet sich heute noch in einem so fantastischen Zustand wie dieses Auto, das ist was Besonderes. Das heißt, wenn er jetzt die letzten 30 Jahre nicht angefangen hat zu rosten und kaputt gegangen ist, hat er mittlerweile wieder wirklich eine tolle Patina. Dann ist der Wagen wirklich gut gemacht, und wir wissen aus Erzählungen, dass der Eigentümer damals, als er das Auto restauriert hat, wirklich versucht hat, jedes originale Teil zu bekommen, was auch immer möglich war. So, jetzt öffne ich euch mal diese tolle Tür. Die gehen ja damals noch nach vorne aus, im Jahr 37, 38. Und wenn er mal hier hineinschaut, der Wagen ist ja auch farblich, zweifarbig grün außen, mit einem dunkelgrünen Dach und mit einem dunkelgrünen Leder. Das ist schon ein bisschen angegangen wieder, weil er schon 30 Jahre alt ist. Aber das muss man alles lassen. Es ist sympathisch, es hat Charakter. Charakter haben nicht alle Autos, und dieser hier, der hat einen ganz tollen Charakter. Da ist natürlich auch der Holzrahmen neu gekommen. Solche Autos hatten ja damals einen Holzrahmen. Könnt ihr hier sehen an der Tür, die ist bombenfest. Man muss immer aufpassen, ich kann euch das mal zeigen. Wenn die hier vorne anfangen auseinander zu gehen, denn hier sind die aufgehängt am Holzrahmen, dann hängt die Tür runter. Das heißt, wenn ihr euch einen solchen Wagen kauft, müsst ihr immer kontrollieren, ob da auf dem Chrom die Tür schleift. Wenn ihr da vorne Schleifspuren seht auf dem Chrom, heißt das, dass diese Tür im Holzrahmen nicht mehr richtig hängt. Der Holzrahmen ist dann aufgequollen, er ist weich geworden, die Türen hängen runter. Und bei so einem Auto einen neuen Holzrahmen bauen zu lassen, kostet ein Vermögen. Sehr, sehr teuer. Das ist bei unserem Auto alles nicht der Fall. Ich möchte jetzt mal ganz kurz drumherum gehen. Hier hat er die schönen alten Scharniere. So ist es gespannt. Wenn man es zieht, ist er dann, nee, so ist es gespannt, umgekehrt genau. Wenn er so, dann ist er gespannt. Wenn er so ist, könnt ihr ihn vorne aufmachen und hinten runterfahren. Seht ihr diese kleinen Verschlussriegelchen hier vorne aus Chrom, massiv. Wenn er dann raufgeklappt ist, muss das runtergemacht werden, und dann ist dieses Auto als Cabriolet geschlossen. Was, wie gesagt, besonders ist bei dem Wagen, ist wirklich diese tolle, elegante Form, die man sehen kann. Dieses wunderschöne, elegante, langgezogene Heck. Das hat er eben schon gehört, bestimmt zu den schönsten Kreationen seiner Zeit, der End-30er Jahre aus Stuttgart. Wie gesagt, der ist gebaut worden in Mannheim. Es ist eine Menge dokumentiert bei dem Wagen. Es ist ein sehr gutes Auto. Und ich kann euch sagen, der ist auch preislich wirklich hochinteressant. Also normalerweise wird ja für solche Fahrzeuge zwischen 5.000, 6.000, 700.000 Euro verlangt. Unser Auto ist weitaus preiswerter, und da möchte ich euch gerne einladen. Ich kann euch viel erzählen zu diesem tollen Wagen. Kommt mich besuchen hier in Beuerberg am Simsee, dann gehen wir da mal drum herum, und jeder, den das interessiert, der wird feststellen, das ist ein ganz, ganz tolles Auto. Der Wagen ist wirklich was Besonderes. Hier ist dieses schöne, elegant auslaufende Heck mit dem D-Zeichen für Deutschland. Diese schönen Originallampen, das sind alles noch die richtigen, das sind keine Nachbauteile, das sind echte. Wir wissen, dass der Kunde das damals nur mit Originalteilen gemacht hat. Hier der originale Doppelradsatz aus Chromspeichen. Übrigens, Chromspeichen hat auch nicht jedes Auto. Unser hat Chromspeichen, die sind in der Herstellung und
die sind in der Herstellung und Beschaffung sehr, sehr teuer. Das hat das Auto. So, jetzt setze ich mich mal in den Wagen hinein und Paul kann euch das mal zeigen. Hier, das ist alles gemacht worden aus Wurzelholz. Bitte nicht vergessen, das ist vor 30 Jahren gemacht worden. Dafür ist der Wagen immer noch hervorragend. Man sieht ja auch dieses schöne, originale Armaturenbrett, was er hat. Das ist alles original, was ihr seht. Das ist auch alles nicht kaputt. Der tolle Tachometer, der bis 160 geht. So ein Auto hat ja ca. 80 PS und fährt eine Stundengeschwindigkeit von, ich sag mal, 120, 130, da hört es auf. Normalerweise sollte man ihn bewegen um 100, 110. Da macht das richtig Spaß mit so einem Auto. Hier stand damals noch drauf Start, da ist er losgegangen, hier ist die Handbremse hier unten und hier, unser Auto hat Vierganggetriebe, es gab die letzten sind auch sogar mit Fünfgang gebaut worden, das hat dieser nicht, der hat ein Vierganggetriebe. Wenn man hier guckt, ist das Lenkrad, auch hier vorne, das Original Mercedes-Logo, das ist echt, das ist richtig alt, das ist kein nachgefertigtes. Die 320er, die heute überwiegend im Angebot sind, sind alle nachgefertigte Autos aus Polen, oft abgesägt, zerschnitten. Und ich sag mal, nicht jeder wusste, wie die Autos wirklich richtig gebaut waren. Der Eigentümer damals, der das in den 80er Jahren gemacht hat, der wusste das sehr genau. Das habe ich mir erzählen lassen. Ach ja, was ich eben noch vergessen habe, ist ja an diesem wunderschönen Perlmutt-Armaturenbrett, das ist auch hier der originale Anzeiger für Wasser, für Öldruck und für den Kraftstoff. Also wenn man sich das anguckt, auch das Holz, das ist alles wunderschön gearbeitet hier. Man muss nichts in das Auto investieren, man kann ihn lassen, wie er ist. Und das Auto liegt um 400.000 €, was für so einen Wagen wirklich nicht teuer ist. Kann ich euch sagen, werdet ihr nicht finden. Das Auto hat noch diesen alten Charme, weil das schon vor 30 Jahren gemacht wurde und trotzdem nicht kaputt gegangen ist. Alles noch top im Zustand. Übrigens hier auch ganz interessant, das Fahrzeug hat 3 Scheibenwischer. Er hat ja einen verhältnismäßig kleinen Chromrahmen, also wenn man da bei Nacht und Nebel gefahren ist, musste man sehr gut gucken. Und damals gab es diese kleinen, niedlichen, hier auch ganz originalen Scheibenwischer, die dann zu dritt den da hin und her gemacht haben. Nettes kleines Detail hat er auch alles richtig. Was ich übrigens sehr geschmackvoll finde bei dem Auto ist die Farbe. Der ist nicht so quietschig lackiert, sondern der hat dieses tolle dunkelgrüne Sonnenlandverdeck, wirklich in hervorragender Qualität. Die ganzen Chromteile, das ist ja hier unterteilt. Hier oben ist er dunkelgrün, da ist er hellgrün. Das ist sehr, sehr geschmackvoll gemacht. Und wenn ihr mal hier vorne guckt, auch ein wichtiges Detail, die Plakette, die hier vorne drauf ist, das Mercedes-Logo, das ist original. Das darf nur so aussehen, wie es hier aussieht. Das ist auch der echte Stern, der war damals noch verbunden. Heute gibt es ja diese Wackelsterne aus Verletzungsgründen. Das hat man damals nicht gemacht. Also das Auto hat doch den richtigen Stern drauf. Diese hier bekommt man fast gar nicht mehr. Das gilt für die Hupen hier vorne, das gilt hier vorne für den Sonderscheinwerfer, für die Nebellampe. Und wie gesagt, auch für diese beiden ganz tollen großen Bosch-Lampen. Wenn ihr hier unten guckt, schau mal Paul, da steht noch das Original Bosch-Logo drin. Das wird heute, wenn irgendwelche Repliken gebaut werden, die schön glänzen, diese Originaleinsätze von Bosch, die gibt es gar nicht mehr. Zu der Zeit, als der Wagen restauriert wurde, konnte der Restaurator, also der damalige Eigentümer in den 80 Jahren, das alles noch original auf Teilemärkten und so weiter bekommen. Das ist ja die Jahre danach vergriffen gewesen. Das Auto hat das alles noch authentisch verbaut. Also man kann sagen, unter Oldtimer-Sammelgesichtspunkten ist das ein ganz, ganz tolles Auto. Kann ich nur empfehlen. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, ihr wisst, wo ihr mich findet, unter 080 36 70 04, Firma Kargold hier in Rosenheim. Ich freue mich auf euren Besuch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.